Hallo Leute, es sind schon wieder 4 Wochen rum und ich bin jetzt 24. Woche. Also Update-Zeit. Die letzten Wochen waren speziell, weil ich nämlich gedacht habe, wow, es könnten Zwillinge sein. Weil mir kam mein Bauch schon so groß vor. Also ich habe ja in den anderen Schwangerschaften auch immer meinen Bauch, also Fundesstand getastet, obere Kante der Gebärmutter und Umfang. Und ja, diesmal war ich um die Woche viel größer, als ich sonst war. Und da ist natürlich dann mein Gedankenkarussell in Gang gegangen. Und dann habe ich versucht, das Baby zu tasten, was ich vor der 30. Woche nicht wirklich gut kann. Also man hat, als wenn man selber tastet, doch gewisse Nachteile im Gegenteil zu, wenn jemand anders tastet, weil man nicht so gut von unten zum Beispiel rankommt. Naja, jedenfalls habe ich getastet und konnte nicht so richtig deuten, was ich da eigentlich taste. Und dann waren die Kindsbewegungen auch überall. Für mein Gefühl. Jedenfalls habe ich dann gedacht, wow, wenn es 2 sind, haben wir Platz im Auto zu wenig. Dann kann es ja sein, dass es 2 Jungs oder 2 Mädchen sind. Dann muss ich mir also 2 Jungs und 2 Mädchennamen ausdenken. Oder ich muss per Ultraschall dann bestimmen lassen, was es ist, damit ich nicht so viele Namen mehr ausdenken muss. Ach, und was man alles denkt. Jedenfalls war ich dann vor ein paar Tagen, habe ich meine bekannte Hebamme getroffen und die hat dann mal getastet. Und es ist doch nur 1. Yes. Ja, und jetzt kann ich wieder ruhig schlafen und jetzt bin ich beruhigt. Und jetzt weiß ich auch, warum ich überall Bewegung fühle, weil dieses Baby ist sehr mobil und bewegt sich hin und her und hin und her. Und dann tritt es da und dahin und dahin. Aber es liegt schon im Kopf nach unten. Und Hebamme meint, es ist ein kräftiges Kind. Es ist alles gut. Ja. Jetzt kann ich meine Gedanken wieder für wichtige Dinge verschwenden. Ja, ich zeige euch mal meinen Bauch. Da ist er. Und weil es Leute gab, die wollten den richtig sehen, also zeige ich euch den mal richtig, mein Prachtstück. Da ist er. Und dann kann ich auch mal messen, wie dick der jetzt ist. So. Das mache ich nämlich immer eigentlich zum Spaß. So. Da sind wir jetzt bei. Nur so dick bin ich heute gar nicht. Also das ist mal von Dach zu Dach unterschiedlich, ne? Aber so 98 cm habe ich schon. Das ist halt das, wenn man keinen Ultraschall wahrnimmt, dann kommt der Zwillingsgedanke irgendwie mal schnell auf. Also das habe ich schon von vielen anderen auch mitgekriegt. Dass wenn der Fundus dann ein bisschen höher ist als für die Woche und wenn man nicht genau weiß, was man fühlt, dann ist man schnell mal dabei zu denken, es könnten 2 sein. Aber ich habe ja in den anderen Schwangerschaften auch schon öfters mal den Gedanken gehabt und dann mit der Zeit gelernt, vor der 20. Woche sagt das noch gar nichts aus, wenn der Fundusstand höher ist. Gerade wenn es nicht das erste Kind ist, dann kann das sehr stark variieren. Aber dass es nach der 20. Woche auch immer noch so ist, das habe ich jetzt wieder gelernt. Also, ja, es ist 1. Ein Glück. Genau, da wäre nämlich doch die Frage gewesen, wie mache ich das mit dem Stillen, 2 Stillen und Abhalten überhaupt, kann man ja dann eigentlich vergessen, ne? Also, oh, Hilfe. Ja, aber so ist es, super. Ja, weil einer hatte kommentiert, dass ich ja schmal geworden wäre. Und das kann ich euch mal erklären. Ich habe ja eine Zahnspangenbehandlung seit Juli. Deswegen sehe ich auch jetzt gerade so ein bisschen aus wie so ein Hase. Da muss ich noch ein paar Monate mit leben. Das hängt damit zusammen, dass dieser Schritt meiner Behandlung eben mein Biss erstmal ein bisschen durcheinander bringt. Dann kommt aber ein zweiter Schritt ab Januar ungefähr, wo das dann alles wieder schön gerichtet wird. Aber dass ich hier schmal geworden bin, liegt daran, dass diese Zahnspange soll unter anderem dazu führen, dass ich nicht mehr nachts meine Zähne presse. Und das mache ich auch nicht mehr. Und dadurch sind meine durchs Pressen gut trainierten Kaumuskeln hier jetzt wieder auf Normalmaß, weil ich nicht mehr presse nachts mit den Zähnen.
Und das heißt auch, dass ich keine Zahnschmerzen mehr habe nachts und dass ich auch keine Kopfschmerzen mehr habe. Also viele gute Dinge, nur die Fülle hier ist auch nicht mehr da. Aber das nehme ich gerne in Kauf dafür, dass meine Zähne nicht mehr leiden müssen und ich auch nicht mehr leiden muss mit Kopfschmerzen. Ja, das dazu. Ich habe auch noch einen extra Kanal, wo ich meine kieferorthopädische Behandlung so ein bisschen dokumentiere. Wen das genauer interessiert, was da warum gemacht wird, der kann da die Videos auf meinem Nebenkanal angucken. Dann wollte ich in diesem Video noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich das Stillen in der Schwangerschaft. Ich still jetzt seit 12 Jahren und ein bisschen. Und ich habe in den Schwangerschaften auch nie abgestillt. Das hatte auch egoistische Gründe. Also in der Schwangerschaft ist es bei mir so, dass nach den ersten 12 Wochen ungefähr die Milch so ziemlich weg ist. Also dann kommt nur noch so ein kleines bisschen und das war's. Und die Kinder haben auch bemerkt, dass die Milch dann anders schmeckt. Also dann hieß es, sie schmeckt nach Käse und sie schmeckt krümelig. Ich habe selber nicht gekostet. Aber offenbar schmeckt es anders. Die Kinder haben sich aber nie abgestillt. Ich hätte sie abstillen können. Ich könnte auch jetzt abstillen. Ich stille nämlich nur noch auf Sparflamme. Das heißt, ich stille nur noch zum Einschlafen den Jüngsten und den Zweitjüngsten. Und dann auch nur so lange, wie ich das ertrage, weil langes Nuckeln ist mir in der Schwangerschaft zum Teil ziemlich unangenehm. Deswegen stille ich so wenig wie möglich, aber ich behalte es mir bei, weil ich hatte beim ersten Kind ziemliche Anlaufschwierigkeiten beim Stillen, weil meine Brustwarzen so flach waren. Und dann habe ich mir gedacht, damit meine Brustwarzen in Form bleiben, ist es am besten, wenn die ganze Schwangerschaft über ein bisschen im Training bleiben. Deswegen habe ich einfach weiter gestillt, halt auf Sparflamme. Und das finden die Kinder gut, schlafen sie schneller ein, also die Kleinen. Und ich finde es gut, weil nachher ist mein Stillstart ohne Probleme. Ja. Und wenn nachher die neue Milch da ist, freut sich natürlich auch das jeweils größere Kind. Das Praktische ist auch, dann kann das jeweils größere Kind so diesen Milchüberschuss abtrinken, der am Anfang vorhanden ist. Oder auch mal einen Milchstau entstauen. Und das kleine Baby dann gerade schläft und man denkt, wow, meine Brüste werden immer größer. Oder ich habe diesen Stau und muss den wegkriegen. Und man dann noch ein anderes Kind hat, was größer ist, wo man sagen kann, leg dich mal so hin, dass du mit dem Kinn zu der harten Stelle bist. Und dann trink mal. Also das ist schon ganz praktisch, dass man da noch jemanden hat, der schon ein bisschen größer ist und so kooperieren kann. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Aber ich kann auch verstehen, wer dann abstillt, weil es ist zeitweise schon relativ unangenehm. Aber es ist nicht so, dass man darüber jetzt viel Energie verliert, weil es wird halt kaum Milch produziert. Ja, das ist eigentlich alles zum Stillen der Schwangerschaft. Das ist jetzt nichts Dramatisches, also man löst deswegen keine Fehlgeburt aus oder sonst irgendwas. So kurz vor der Geburt, wenn die Gebärmutter schon so wehenbereit ist, dann kann man schon merken, dass das Stillen Wehen auslöst, aber so in der Schwangerschaft tut es das nicht. Ja, das war mein 24. Woche Update. Und ich mache mal jetzt ganz in Ruhe weiter. Also ich habe gemerkt, dass ich mehr Schlaf brauche jetzt, also schlafe ich ein bisschen mehr. Und sonst geht es mir eigentlich gut. Bis dann. Tschüss.